Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Ich bin Mr. Kataphi, euer Let's Playendes Kaninchen. Und wir müssen einen Safe knacken. Und da ist dieses Buch bestimmt wichtig. Oder dieser Zettel. Instructions on how to find the combination of his safe. Wenn jemand diese Memoiren findet, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper und meine Knochen noch sich in dieser Ebene der Wirklichkeit befinden, sodass sie gefunden und verbrannt werden können. Die Totenurne muss meiner lieben Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Die folgende Nachricht ist von größter Bedeutung. Wer diese Zeilen liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen. Es liegt in meinem Tresor und die Kombination ist in 3 Walzen versteckt. Jeder davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagte, die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Das klingt sehr nach Freud. Und in der Tat muss ich trotz meiner Vorliebe für organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt. Sollte eine Person oder eher ein Genie meinem Intellekt entsprechen und die Kombination für den Safe entschlüsseln, so bitte ich darum, dass der Inhalt zur sicheren Aufbewahrung meinem Freund und Kollegen Professor Armitage in der Miskatonic University übergeben wird. Der Inhalt dieses Tresors ist nicht nur ein riesiger Wissensschatz, sondern auch eine Waffe, die viel zu gefährlich ist, als dass er in die falschen Hände geraten dürfte. Ich hoffe, dass Sie die Gefahr erkennen, die der Inhalt darstellt, und entsprechend handeln. In jedem Fall kann ich Sie weder führen, noch werde ich die Konsequenzen Ihres Handelns erleben können. Okay, das heißt Griechenland. Griechenland. Ach du Schande. Arkham Editions. Never heard of him. Ein Zauberbuch, das angeblich vom legendären König Salomon geschrieben wurde. Es enthält verschiedene Rituale der Anrufung und Fluchrituale. Neuauflage von Claudia D. Waits, basiert auf dem Original von L.W. de Lawrence. Hat der nicht das Necronomicon geschrieben? Dieser Band ist Teil der Arkham-Anthologie, einer wertvollen Sammlung von Abhandlungen und Arbeiten über Esoterik und das Übernatürliche. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Ein Zauberbuch, das angeblich vom legendären König Salomon geschrieben wurde. Es enthält verschiedene Rituale. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Ach, okay. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. Ja. Der König Salomon war Grieche, soweit ich weiß. Aber ich bin kein guter Geschichtler und Geografiker und gleichzeitig alles. Also. Things are not looking good. Das ist ein Hinweis, ich dachte mir das schon. Und hier ist noch ein Kelch. Kind of chalice. Dieser Kelch sieht uralt aus. Er scheint aus Gold und echten Edelstein gefertigt zu sein. Ergeben die Ruine ein besonderes Motiv? Die Rubine und Saphire. Aha. Ja, da ist das Kaninchen jetzt gerade mal ein bisschen überfordert. Things are not looking good. Da ist das Kaninchen. Also das Kaninchen gehört auf jeden Fall nicht zu den intellektuellen Überfliegern, die nötig sind, um dies zu lösen. Gucken wir nochmal schnell hier, nicht, dass wir noch irgendwas übersehen. Ah! Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Lol. Ich dachte... Naja, das Kaninchen nur denken, ne?
Das Kaninchen und denken. Hast du hier einen... Da. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Okay, die Rubine. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Oh Gott, das ist irgendwas am Schachfeld. Da bin ich aber völlig raus. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Okay, ich würde sagen, das ist einmal die Anzahl an Rubinen. The chalice of knowledge. So, wir sagen 1, 2, 3, 4, 5. 5 Rubine. Das ist die erste Zahl. So. Können wir den schon eingeben? Ich finde das Geräusch gut, was der Safe macht. Auch, dass hier überall die Leichen von den Kakerlaken und so liegen. Finde ich sehr gut. So, Band 9 wurde gesagt. Guck mal. What did Drake say about this collection? Das ist Band 9. Er blättert gerne darin rum, hat er gesagt. Drake talked about a particular volume. Ja, Band 9. So these are the volumes that Drake was talking about aber in es war his doch die message. 9. What did Drake say about this collection? Drake talked about a... So these are the volumes that Drake was talking about. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Okay, das heißt, ich müsste So these are the volumes that Drake was talking... What did Drake say gucken. about Also, this der Albtraum collection? ist bekannt. Gedichte wurden veröffentlicht in Begeisterung seit 19. Also entweder 9 oder 19? 18 meine ich? Gibt's überhaupt eine 18? Nee. Also müsste es 9 sein? Und jetzt ist die Frage, was die Mitte ist. Oh, hübsch. Hab ich gar nicht gesehen. Irgendwas an dem Schachbrett. Also wir müssen die Dame verteidigen. Also wenn ich das richtig sehe, kann der... Aber es kann ja nur so der Spielplan sein. The Queen has little protection. Geht es darum, wie viel Züge ich brauche, um die Königin zu retten? Oder was? Weil du könntest mit dem unteren Springer, könntest du den mittleren, also mit den beiden Springern kannst du die beiden Bauern wegmachen. Dann steht zwar der eine Springer unsicher, die werden alle weggenommen. Du kannst keinen davon. Das Problem ist, ich verstehe nicht, was ich machen soll. Soll ich die Königin retten? Ist das der Auftrag? Die Königin zu retten? Dann würde ich die auf... Wenn ich jetzt sage, hier unten ist A, B, C, D, auf D3 setzen. Dann steht sie erstmal safe, verteidigt den Turm, der nicht von der anderen Königin geschnappt werden kann. Also 3? Ich habe keine Ahnung.
Dieses Rätsel überfordert meinen Verstand. Oh Gott, 6 Stück? Ach nee, kein Stück. Oh mein Gott, mein Verstand wird immer geringer. Warte mal, ich muss das bestätigen. Ich bin so ein Genie. Ja. Ist doch gut, wir sind im Riverside-Institut wieder. Aber ich würde mal sagen, für mich ist heute erstmal Schluss. Aber für euch geht's gleich weiter. Das Kaninchen, das Zukunftskaninchen wird übernehmen. Und er übernimmt das Zukunftskaninchen im fliegenden Wechsel. In der namenlosen Buchhandlung verfolgte Pierce die Spur eines versuchten Einbruchs. Er entdeckte, dass Charles Hawkins hinter dem Einbruch steckte. Pierce öffnete den Tresor des Buchhändlers und fand, was dieser und Sarah Hawkins daran aufbewahrt hatten. Ein in Menschenhaut gebundenes Buch. Wie erkennt man, dass das Menschenhaut ist? Steht das drauf? PS, in Menschenhaut gebunden? Gebundenes Buch lag im Tresor und zog den Detektiv unwiderstehlich an. Klar, Tati und so. Als er es öffnete, wurde sein Geist in einen anderen Körper projiziert. Und wir sind offensichtlich damit wieder im Riverside-Institut. Lang nicht mehr da gewesen, würde ich sagen. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Sind das jetzt meine Werte? Ich würde sagen, dann fragen wir erstmal, ob er unter Beruhigungsmitteln steht. Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? Ja, aber also, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Ne? Ich meine, das ist natürlich richtig, dass viele Leute, die müssen schon schlafen, klar, aber ein Krankenhaus ohne Beruhigungsmittel? Wir untersuchen mal ganz kurz den Patienten. Very well. I'll examine him. Wir als Arzt. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Ugh. Slightly sticky. Ugh. Okay, das erste dachte ich ist einfach die... Okay, guckt euch die Beine an. Guckt euch die Füße an. Ihhh. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Parasit? Ist unser Freund von einem Parasiten befallen? 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms
are beyond my comprehension. What did you find? Also, hat irgendwas im Bauch. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Erstmal, das ist komisch übersetzt. Sie hat nicht einfach die Dosis, sie hat die empfohlene Dosis überschritten von den Infusionen. Er wird ein Fisch, offensichtlich. Er hat irgendwas im Bauch. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Ich bin ein bisschen froh darüber, dass sie das nicht gezeigt haben. Und du bist ein bisschen leichtgläubig, Madame. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Ja, ich würde sagen, wir schneiden ihn mal auf. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations, and this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Das ist so wirr, so abgedreht, dass man sieht doch, mal abgesehen davon, dass sie eine Ärztin ist, also auch noch Fachwissen hat, dass es dem nicht gut geht und er so, ja, das ist doch alles, ist genau alles gut. Doch, was willst du denn? Und vor allem die Respektlosigkeit, mit der er ihr jetzt auch so, weißt du, diese unterschwellige, was willst du, kleines Mädchen, lass den großen Papa doch mal machen. Ich meine, gut, Anfang 20. Jahrhundert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob im Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt Frauen den Arztberuf ergreifen durften. Und vor allem unter diesem Blickwinkel müsste man vielleicht auch noch diesen Charakter jetzt nochmal sehen, den wir gerade spielen, Mary irgendwen. Wie wir in diese Rolle gekommen sind, eine Ärztin zu sein. Ne? Ich glaube, das ist am Anfang des 20. Jahrhunderts schon was Besonderes gewesen, wenn das so ist. Okay, sie machen ein Monster aus ihm. Mhm. These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? Ja. I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps?
This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What Ja, did he mean? das war It eine was a Drohung. warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Krass, wie schnell sie die Seiten wechselt. Man ebenso noch, hat die noch erzählt, so, ja, der Doktor hat gesagt, dem geht das eben nicht weg und jetzt ist sie ganz die andere Seite. Versteckte Akten. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Oh, war das ein Fehler? War das dein Schicksal, das wird dein Schicksal beeinflussen? Was haben wir denn hier Schönes? An Laudanum? unknown medicine. Ach so. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, wer heilt, hat recht, oder wie war das? Ja? War hier noch irgendwas Schönes? Nee, ne? Nee, Gott. Ist der Ofen an? Nein. Hallo, hallo. Ich gucke mich ein bisschen um. Ich suche nach einer Begründung, in das Büro zu gehen am besten. Jetzt haben wir, mal ganz kurz, wir sind nicht Pierce. So viel bin ich mir sicher. Ich bin nicht Pierce. Haben wir die denn? Ach, da sind wir. Die Freundin. Okay, wir wissen. Oh, wir wissen gar nicht, ob das jetzt gerade ist. Wir wissen nicht, ob wir in sie jetzt teleportiert sind. This place draws you in and never lets you go. Ah ja, guck mal, 1924 ist es. Oktober 1924. Die Tür war offen. Okay. High Security. Da geht's auch lang. Weil wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann wissen wir, dass sie überlebt. Wenn es jetzt ist. Chronic insomnia. Like half the island. Unschön. Unschön. Oh, dem geht's auch unschön. Ich würde sagen, das sieht doch nach etwas aus, was wir uns beim nächsten Mal angucken können, weil ich glaube, dass ich hier eine ganze Menge lesen und angucken werden kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.